Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Am 27. Juli 2018 stürzte eine Maschine der Marke Robin mit 3 Passagieren an Bord am Col Durand in der Nähe des Matterhorns ab. Wir schauen uns gleich an, was passiert ist, aber vorher, wie immer auf diesem Kanal, eine persönliche Bemerkung. Seit ich beschlossen habe, auch kritische Stimmen zuzulassen, also auch kritische Kommentare zu genehmigen und ihnen entweder mit klugen Argumenten oder mit Humor zu begegnen, sind diese Nörgler fast vollständig verstummt. Also wir müssten eigentlich gar nicht mehr drüber reden, aber ich weiß, dass es unter meinen Zuschauern, unter den Community-Mitgliedern auch ein paar Leute gibt mit einem blühenden YouTube-Kanal und deswegen aus meiner Sicht als langjähriger Erwachsenenbildner in psychologischen Fächern einfach ein kleiner Tipp. Wut und Hass, ich glaube, da sind wir uns einig, die gehören etwa in dieselbe Kategorie und es sind beides sehr oberflächliche Emotionen. Deswegen werden sie auch von Männern bevorzugt. Aber, und das ist wichtig zu wissen, unter jeder Wut, unter jedem Ärger, unter jedem Hass steckt eine Angst. Das heißt, man müsste diese Menschen fragen, was macht dir Angst? Entweder laufen sie dann davon und sagen, sie wollen nicht drüber reden, aber wenn sie drüber reden, kommen wir der Sache ein bisschen näher. Und wenn wir da die Antwort haben, können wir noch etwas tiefer gehen, weil unter jeder Angst liegt auch eine Trauer. Das heißt, die nächste Frage wäre dann, was macht dich traurig? Und dann bringt die Diskussion auch etwas, wenn wir über die echten Emotionen sprechen. Ich weiß, da wird es jetzt wieder ein paar Nörgler oder Profi-Kritiker geben, die sagen, bleib sachlich oder lass das Gefasel am Anfang. Auch da werde ich fragen, was macht euch Angst? Was macht euch traurig? Und jetzt zu unserem heutigen Fall. Der Untersuchungsbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsbehörde SUST ist in französischer Sprache abgefasst. Ich vermute mal, das liegt daran, dass der Flughafen Sion, wo der Flug gestartet ist, eben in der französischen Schweiz liegt. Es kann aber auch sein, dass eben ein französischer Beamter zuständig war für diese Untersuchung. Wie das genau intern läuft bei der SUST, weiß ich nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Der Bericht stützt sich unter anderem auf die Aufzeichnungen des FLARM. FLARM ist sowas wie ein TCAS für Privatpiloten, also ein einigermaßen erschwingliches Kollisionswarnsystem. Weiter stützt sich der Bericht auf die Aussagen eines Passagiers, der mit demselben Piloten an diesem Tag geflogen ist, einfach im Flug vorher. Und schließlich gab es verwertbare Fotoaufnahmen von einem der Unfallpassagiere. Am 27. Juli 2018 um etwa 12:45 Uhr erschien der Pilot auf dem Flugplatz Sion. Er hatte vor, insgesamt 5 Passagiere in 2 Flügen zum Matterhorn und zurückzubringen. Er füllte dafür 2 Fluganmeldungen aus. Für die Laien unter euch, das sind nicht etwa offizielle Flugpläne, die sind nicht nötig in diesem Fall, aber jeder Flugplatz verlangt natürlich eine Fluganmeldung, damit sie wissen, was eben so passiert und auch für die Landetaxen und so weiter. Auf der zweiten Anmeldung präzisierte der Pilot auch seine Route. Er wollte durch das Val d'Anniviers fliegen. Es gibt, um zum Matterhorn zu gelangen, 2 mögliche Täler, durch die man fliegen kann. Zum einen ist das die einfachere Route, das Mattertal, an dessen Ende Zermatt liegt. Zermatt, dieses berühmte Bergdorf am Fuß des Matterhorns, liegt auf 1610 Meter oder 5280 Fuß. Wenn man also auf der ganz sicheren Seite sein will und einen guten Blick aufs Matterhorn haben will, empfiehlt es sich, vor dem Einflug ins Mattertal eine Höhe von etwa 9500 Fuß zu erklimmen. Anders sieht es bei der Variante aus, die unser Unfallpilot gewählt hat. Am Ende des Val d'Anniviers befindet sich der Col Durand mit einer Höhe von 3435 Metern oder 11.270 Fuß. 500 Fuß Überhöhung sind Vorschrift, mindestens 1000 Fuß sind empfohlen im Gebirge. Folglich sollte man vor dem Einflug ins Tal auf etwa 12.000 Fuß steigen.
Ich bin kein Matterhorn-Rundflugspezialist, aber ich denke, dieses Tal dazwischen wird wahrscheinlich niemand verwenden. Es heißt Turtmanntal und an dessen Ende befindet sich das Weißhorn mit einer Höhe von 4.500 Metern oder knapp 14.800 Fuß. Auf dieser Höhe sollte man nicht zu lange verweilen, es sei denn, man hat eine Sauerstoffanlage oder portablen Sauerstoff bei sich. Auf seinem Kniebrett hatte der Pilot auch die Geschwindigkeit für bestes Steigen notiert. Das empfiehlt sich natürlich immer, vor allem auch dann, wenn man mehrere verschiedene Flugzeugtypen fliegt, dass man die wichtigsten Geschwindigkeiten eben notiert und sich möglichst einprägt. Der erste Start Richtung Matterhorn erfolgte um 13:33 Uhr mit 2 Passagieren. 28 Minuten später befand sich die Hotel Bravo Kilo Echo Echo im Steigflug nördlich des Col Durand. Das Flugzeug stieg weiter und überflog den Pass auf einer Flughöhe von 3.665 Metern oder 12.024 Fuß. Das entspricht auf dem Col Durand einer Höhe über Grund von 230 Metern oder 750 Fuß. Das ist zwar legal, aber im Gebirge eher knapp berechnet. Ja, die Laien unter euch sind es sich ja gewohnt, dass ich ab und zu eben auch fliegerische Fachbegriffe erwähne. Wenn ihr irgendwo mal eine Höhenangabe seht und dort steht AMSL, dann bedeutet das Above Mean Sea Level, also Höhe über Meer. Und wenn da steht AGL, das ist Above Ground Level, also Höhe über Grund. Nach der Landung berichtete der Pilot über keinerlei technische Probleme. Einer der Passagiere bestätigte das und sagte, es hätte ein paar Turbulenzen gegeben in Geländenähe. Daraufhin betankte der Pilot die Maschine erneut, also machte den Benzintank voll und begab sich dann ins Restaurant, um etwas zu trinken und die restlichen 3 Passagiere zu treffen. Mit diesen 3 Passagieren an Bord startete die Hotel Bravo Kilo Echo Echo um 15:37 Uhr erneut. Nach dem Takeoff flog der Pilot eine 180-Grad-Kurve nach links, um entlang dem Downwind Richtung Osten zu fliegen. Ganz nebenbei für die Aviatik-Laien, das nennt sich auch Downwind Departure. Wenn man also startet, dann eine Kurve fliegt und quasi in Gegenrichtung zurückfliegt. Über Chandolin am Eingang des Val d'Anivier führte er 2 große Orbits aus, also 360-Grad-Kreise, um Höhe zu gewinnen. Dann flog er ins Tal Richtung Grimens, immer noch im Steigflug. Wenn ich mir eine persönliche Bemerkung erlauben darf, nicht ganz korrekter Gebirgsflug. Die Density Altitude, Dichtehöhe auf Deutsch, betrug am Col Durand 13.300 Fuß. Das heißt, das Flugzeug hat sich dort verhalten, wie wenn es auf 13.300 Fuß sich befände, eben 2.000 Fuß höher, als es effektiv war. Über Grimens vollzog die Kilo Echo Echo erneut einen steigenden Orbit. Dann verließ sie das Tal d'Anivier Richtung Lac de Moiry, den sie um 16:05 Uhr auf einer Höhe von 3.050 Metern überflog. Von da an steuerte der Pilot Richtung Süden, überflog den Glacier de Moiry, wo er 3 steigende Kreise vollzog. Jetzt war er auf 3.300 Meter oder 10.800 Fuß, also immer noch deutlich unter dem Col Durand. Jetzt drehte er nach Osten und flog nördlich des Pigne de l'Allee wieder ins Val d'Anivier. Von da an ging es weiter Richtung Süden, also wie bereits beim ersten Flug an diesem Tag. Über dem Roc Noir gab es 2 weitere Kreise nach links, um Höhe zu gewinnen. Am Ende des 2. Kreises beschloss der Pilot offensichtlich, dass er genügend Höhe habe. Er drehte nach rechts und wollte über den Col Durand fliegen. Bei dieser Rechtskurve versperrte ihm der linke Flügel die Sicht und er konnte den Felsvorsprung am östlichen Grat nicht sehen. Da blieb er hängen und stürzte ab. Die 4 Insassen starben sofort an dem Polytrauma und ein Feuer ist nicht ausgebrochen. Handelt es sich um einen erfahrenen Piloten? Urteilt bitte selbst. In 35 Jahren als Privatpilot erlangte er 370 Flugstunden, also durchschnittlich 11 Stunden pro Jahr. In den vergangenen 10 Jahren betrug der jährliche Durchschnitt 7,5 Stunden. Nur zum Vergleich
ich betrachte mich nicht als erfahrenen Piloten und bin im Helikopter in 9 Jahren um die 300 Stunden geflogen, also durchschnittlich 33 Stunden pro Jahr. Im Flächenflugzeug, die entsprechende Lizenz habe ich erst 2017 erworben, in 6 Jahren 180 Stunden, also durchschnittlich 30 Stunden pro Jahr. Und nochmals, ich betrachte mich überhaupt nicht als erfahrenen Piloten. Ja, die Frage natürlich, warum hat der Pilot nicht noch einen dritten Kreis über dem Roc Noir vollzogen? Dann hätte es vielleicht gereicht. Das Problem war, die beiden ersten Kreise haben schon 10 Minuten gedauert und lediglich 50 Meter an Höhe eingebracht. Das Problem ist natürlich, dass der Kurvenflug auf dieser Höhe und bei diesen Temperaturen wirklich nicht viel bringt, denn durch die Kurve verliert man so viel an Höhe, dass es eigentlich nichts bringt. Also schlauer wäre es gewesen, nochmal entlang dem Val d'Anivier Richtung Norden zu fliegen, also im Geradeausflug ein bisschen Höhe zu gewinnen und dann umzudrehen. Das wären vielleicht 5 Minuten mehr gewesen. Die SUST sprach folgende Sicherheitsempfehlung aus: Die Motorfluggruppen sollten bessere Kontrollen einführen bei Piloten, die mit Passagieren Gebirgsflüge unternehmen wollen. Das würde ich voll und ganz unterschreiben. Und ich hätte auch noch eine Empfehlung für Leute, die einen ähnlichen Flug unternehmen wollen. Fliegt doch bitte keine Kreise zum Höhegewinnen. Erstens wird vielen Passagieren dabei schlecht. Es ist auch relativ uninteressant. Fliegt doch einfach ein Stück weit Richtung Osten, das Wallis hinauf. Das ist erstens interessanter. Zweitens könnt ihr, ich würde mal sagen, 2/3 der Höhe gewinnen. Und wenn ihr das habt, könnt ihr das letzte Drittel auf dem Rückweg gewinnen und dann ins Tal einfliegen. Das ist für die Passagiere nicht nur interessanter, sondern auch sicherer. Es gibt zwar den berühmten Spruch, Venedig sehen und sterben. Aber ich bezweifle, dass die Passagiere der Meinung waren, es sei okay, das Matterhorn zu sehen und zu sterben.